Hallo zusammen. Ihr seid auf dem Kanal Folge mir. Ich heiße Frederik. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr da seid. Macht's euch bequem. Tee, Wasser, Kopfhörer. Wie ihr es am liebsten habt. Sophia, hi. Wie fühlst du dich heute? Wenn du deine Energie von 1 bis 10 bewerten müsstest, wo liegst du? Hi. Heute so bei 7. Aber es ist so eine 7. Körperlich okay. Nur der Kopf ist ein bisschen überladen. Bei mir ähnlich. Und genau deshalb nehmen wir diese Folge auf. Denn viele kennen das. Zeit wäre eigentlich da, Pläne auch, aber Energie fehlt. Und in solchen Momenten fangen Leute an, sich selbst runterzumachen. Ich bin faul, ich bin schwach, mir fehlt Disziplin. Dabei ist es oft gar keine Faulheit. Es ist Energie. Wohin sie abfließt, wie sie wiederkommt und wie man sie sinnvoll einteilt. Unser Thema heute: die eigene Energie managen. Ohne Magie und ohne Parolen, ganz menschlich. Mit Beispielen, Fragen und konkreten Schritten. Und eine kurze Frage an euch, genau jetzt. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie viel Energie habt ihr gerade? Und die zweite Frage: welche Energie ist am meisten abgesackt? Die körperliche, die mentale oder die emotionale? Schreibt gern in die Kommentare. Energie 4 von 10, Grund mentale Erschöpfung. Das interessiert uns und hilft auch anderen. Okay, abgemacht. Wir sprechen über echte Dinge, nicht steht um 5 Uhr auf, wenn das nichts für euch ist, sondern über kleine Veränderungen, die viel bewirken. Los geht's. Warum Zeitmanagement nicht hilft, wenn die Energie bei 0 ist. Schau, wir lieben Zeitmanagement. Pläne, Kalender, Listen. Aber manchmal funktioniert das einfach nicht. Weil Zeit ein Container ist. Energie ist der Treibstoff. Du kannst 2 freie Stunden haben, aber ohne Treibstoff fährst du nicht los. Und dann passiert Folgendes. Du sitzt da, versuchst dich zu zwingen, wirst nervös, lässt dich ablenken, fühlst Schuld und am Ende bist du noch erschöpfter. Darum managen wir heute nicht nur Zeit, sondern vor allem Energie. Das ist wie der Wechsel von nach Plan leben zu nach Zustand leben, aber mit Verstand. Und dann passiert Folgendes. Du sitzt da, versuchst dich zu zwingen, wirst nervös, lässt dich ablenken, fühlst Schuld und am Ende bist du noch erschöpfter. Darum managen wir heute nicht nur Zeit, sondern vor allem Energie. Das ist wie der Wechsel von nach Plan leben zu nach Zustand leben, aber mit Verstand. Wichtig, das heißt nicht nur machen, worauf man Lust hat. Es heißt, zu verstehen, wann und wofür du Ressourcen hast und wann du Erholung brauchst oder eine andere Aufgabenart. Sophia, lass uns Energie in Typen aufteilen. Viele denken nur, ich bin müde und fertig. Ich teile meistens in 4 Arten. Körperliche Energie: Schlaf, Ernährung, Bewegung, Gesundheit. Mentale Energie: Konzentration, Klarheit, Problemlösen. Emotionale Energie: Angst, Reizbarkeit, Schuldgefühle, innere Anspannung. Sinnenergie: wenn es ein Wofür gibt. Wenn eine Aufgabe erfüllt, statt nur zu drücken. Das ist wirklich hilfreich, denn diese Energien regenerieren sich unterschiedlich. Wenn du körperlich müde bist, brauchst du Schlaf, Essen, Ruhe. Wenn du mental müde bist, brauchst du Fokus und Pausen, weniger Wechsel. Wenn du emotional müde bist, manchmal ein ehrliches Gespräch, Grenzen oder einfach Stille. Frage an euch: was ist bei euch meist als erstes leer? Körper, Kopf, Nerven? Bei mir übrigens oft die mentale Energie. Ich kann körperlich wach sein, aber wenn ich den ganzen Tag zwischen Aufgaben gesprungen bin, öffnet sich das Gehirn abends irgendwie nicht mehr. Bei mir oft die emotionale, wenn viel Kommunikation da ist und viele Muss-Dinge von anderen. Bevor man Energie hochzieht, muss man verstehen, wo sie überhaupt hingeht. Ja, hier sind 5 der häufigsten Energielecks. Problem Nummer 1: Schlaf irgendwie. Nicht nur die Stunden, sondern die Qualität. Handy spät, Kaffee zu spät, Stress, Rhythmus durcheinander. Problem Nummer 2: ständiges Umschalten. Du schreibst eine Nachricht, dann antwortest du im Chat, dann poppt eine Benachrichtigung auf, dann zurück. Und das Gehirn startet gefühlt jedes Mal neu. Problem Nummer 3:
nebulöse Aufgaben. Projekt machen, Ordnung schaffen, mehr für mich tun. Das sind keine Aufgaben, das sind Ideen. Sie machen unruhig, weil unklar ist, womit man anfangen soll. Problem Nummer 4. Emotionale Reste. Offene Konflikte, Ungesagtes, Schuldgefühle, Vergleiche, ständiges „Ich schaffe das nicht." Wie ein Tab im Hintergrund, der Akku frisst. Problem Nummer 5. Zu viele Verpflichtungen und schwache Grenzen. Wenn du im Modus „Für alle muss ich" lebst und für dich selbst nur nach Restprinzip. Der wichtige Gedanke: Wenn du die Lecks nicht schließt, sind Produktivitätstipps wie Wasser in einen Eimer mit Loch zu gießen. Machen wir eine Mini-Übung. Jetzt sofort. Nehmt Notizen oder ein Blatt Papier. Und schnell, ohne Perfektionismus. 3 Dinge aus der letzten Woche, die Energie gezogen haben. 3 Dinge, die Energie gegeben haben. Wählt jetzt einen Punkt aus Zieht und beantwortet: Wie kannst du das diese Woche um mindestens 20% reduzieren? Und der häufigste Fehler: das Schwerste in die Tiefphase zu legen und sich dann dafür zu verurteilen. Beispiel: Wenn du morgens am klarsten bist, verschwende den Morgen nicht in endlosen Chats. Mach ein zentrales Stück wichtiger Arbeit. Frage: Wann ist bei euch euer goldenes Fenster für Konzentration? Was eher hilft? Wasser plus ein paar tiefe Atemzüge, kurzer Spaziergang, Nacken, Rückenmobilisation, in die Ferne aus dem Fenster schauen, tut den Augen wirklich gut. Jetzt das Unbequeme. Grenzen. Du kannst perfekt schlafen und planen, aber wenn du für alle immer erreichbar bist, läuft Energie ständig weg. Hier ein paar fertige Sätze, die ruhig und erwachsen klingen. Ich habe dafür gerade nicht genug Kapazität. Ich kann das machen, aber nicht vor. Datum. Lass uns den Priorität klären. Ist das wirklich dringend? Ich bin dafür nicht die beste Person, aber ich kann dir sagen, an wen du dich wenden kannst. Und Grenzen sind auch Einstellungen. Unnötige Benachrichtigungen aus, nicht stören, feste Antwortzeitfenster statt 24/7. 3 Basics. Schlaf. Selbst + 30 Minuten über eine Woche merkt man. Bewegung. 20-30 Minuten. Spazieren können den Zustand resetten. Essen und Wasser? Banal, aber Dehydrierung und Zuckerschwankungen zerlegen Energie und Stimmung. Ja, das senkt die Hintergrundanspannung, weil das Gehirn nicht alles im Arbeitsspeicher halten muss. Das ist Sinnenergie. Die kann man nicht auspressen, aber man kann sie finden. Fragen, die helfen. Wofür mache ich das? Wem hilft das? Wie fühle ich mich in einer Woche, wenn ich es gemacht habe? Was verliere ich, wenn ich es nicht mache? Lasst uns alles in einen simplen Plan für die Woche packen, ohne übertreiben. Und die Regel: eine Gewohnheit nach der anderen. Energie wächst durch Stabilität, nicht durch ab Montag ein perfektes neues Leben. Schreibt in die Kommentare, was euch gerade am meisten Energie zieht und was euch am besten regeneriert. Und wenn ihr wollt, machen wir eine Fortsetzung. Energie and Burnout. Energie und Angst. Energie und Disziplin. Danke, dass ihr dabei wart. Abonniert den Kanal, gebt ein Like, wenn's hilfreich war, und bis zum nächsten Video.